Und ich bin wahnsinniger Freude, weil damals der Fritz gesagt hat, dass das Beste in seiner Sammlerzeit, was er selber besitzen hat dürfen, und jetzt darf ich das besitzen. Das ist der Wahnsinn. Welcome to Road Rarities. Ich bin der Hans Breuner, Präsident vom Motorradveteranenclub Adnang Buchheim, und ich darf euch heute meine Buch D aus dem Jahr 1905 vorstellen. Ist ein Einzylindermotorrad mit 502 Kubikzentimeter, für damaligen Zeiten doch schon dementsprechend hubraumstarkes Motorrad. Und diese Maschine wurde damals 1904 präsentiert, vorgestellt auf der Leipziger Messe. Auch mit dem Bewusstsein schon, dass es eine Federgabel geben wird. Ja, die Federgabel, ganz was Besonderes, wo man bis heute nicht weiß, weil sie nicht in Serie gegangen ist. Und zu vermuten ist es, indem man die ja auf der Leipziger Messe schon vorangekündigt hat, und gibt es ein Prospektmaterial. Wir gehen jetzt einmal von dem aus, dass es wahrscheinlich nur dieses einzige Modell gegeben hat, welches ausgeliefert worden ist in die Schweiz, damals vom Werk Buch schon, mit dem besonderen Wunsch, so eine Gabel montiert gehabt zu haben. Und wenn man das jetzt so anschaut, diese vertikale Feder, die man da sieht, mit diesen Gestänge verbunden mit den zweiten Gabelscheiden, dieses Parallelogramm mehr oder weniger, unten mit diesen Drehgelenk, ist ein ganz besonderes Detail. Und wenn man das jetzt dann sieht und das zerlegen würde, da sind innen drin Ausfräsungen und spezielle Einpolsterungen von Gelenkelementen, dass die drinnen geführt werden. Also ganz was Tolles und zur damaligen Zeit einfach wirklich was Extravagantes. Ja, und was natürlich unbedingt zu erwähnen ist, das ist der wahnsinnige Originalzustand, in dem man wirklich sagen kann, von vorne bis hinten, alles was Rahmen, Tank, Kotflügel und auch die Felgen mit Originallack, mit den Originallinierungen. Und wenn wir da gerade sind und das so gut sehen kann da oben, ich habe da jemanden da gehabt aus Salzburg, einen Restaurator vom Stadtarchiv in Salzburg, der hat mir gesagt, dass dieser Schriftzug hier nicht gemalt ist, nicht ein Klebe, ein Pickerl ist, sondern das ist echtes Blattgold. Und das doppelt geschlagenes Blattgold, wo man versucht hat, das dreidimensional in Erscheinung zu bringen. Dieser Schriftzug vom Puch in diesem Jugendstil, also unvorstellbar schön. Und auch die Linien dazu noch im originalen Zustand ist natürlich ganz was Besonderes. Weiters möchte ich auch dazu sagen, der originale Vergaser, das ist kein Longuamar, sondern ein echter Buch-Spritzvergaser, der noch im Originalzustand befindlich ist. Und noch dazu das Besondere, der Vergaser hat wie auch viele andere Teile, die hier verbaut sind, mit der originalen Nummer versehen ist. Und auch der Vergaser hat die originale Fahrgestellnummer wie Motornummer. Und diese Nummern sind überall zum Sehen. Und zwar sogar beim Magnet, beim Zylinder, beim Zylinderkopf, bei den Ventilen, und sogar die Kotflügel sind mit dieser originalen Nummer versehen. Also ich habe sowas überhaupt noch nie gesehen. Sehr, sehr interessant.
Gedanken, nämlich Treibstoff, wo kriegt man den her? Wie schon gesagt, da hat es nur die Stadtapotheke oder Apotheken gegeben, wo man Benzin bekommen hat und damals hat man nicht Benzin gesagt, sondern Petroleum. Und dieser Tank ist ein Originaltank, ein Behältnis von der Stadtapotheke in Salzburg, eine historische Apotheke, und von dort stammt dieses Behältnis ab und auch eine Abfüllkanne dabei. Man ist hergegangen, hat Benzin abgefüllt in diese Kanne, 1 Liter, einen halben Liter oder 1/4 Liter, hat die Kanne befüllt, hat das bezahlen müssen. Dann ist man halt hergegangen zu seinem Fahrzeug. Die Öffnungen sind relativ klein gewesen und dann hat man halt mit dieser Kanne versucht, den Benzin hineinzuleeren. Wie gesagt, Treibstoff hat man ja nicht viel gebraucht, aber es war trotzdem wichtig, um trotzdem einige Kilometer einfach absolvieren zu können. Die Vergaserbetätigung ganz einfach und simpel. Und zwar hier ist dieser Hebel, da kann man diesen Umfangsschieber für den Lufteinlass regulieren. Da ist auch ein Filtersieb zum Sehen. Und der zweite Hebel, der dient für diese Klappe, die Vergaserklappe, wo man das Benzin-Luftgemisch regulieren kann, wie viel man einfach in den Brennraum ansaugen möchte. Dieser 502 kubikige Viertakt Einzylindermotor vom Puch mit der Besonderheit, ein Schnüffelventil, original ein Schnüffelventil und Abreißzündung, aber man hat eigentlich, um das Ding fahrbereit zu machen, besser in Betrieb zu bekommen, hat man sie modifiziert. Und da muss ich dazu sagen, der Ludwig Apfelbeck ist derjenige gewesen, der viele solche Motorräder umgebaut hat, und hat es auch in der Expertise zu diesem Motorrad angesprochen, dass er das Schnüffelventil mechanisch angesteuert hat. Und zwar, man hat die Abreißzündung umfunktioniert und hat diese Nocke für die Abreißzündung verwendet, um hier ein mechanisch angesteuertes Einlassventil zu machen. Und das hat die Motorleistung um das Doppelte erhöht. Wie erfolgt diese Kraft vom Motor auf das Hinterrad zu übertragen? Natürlich kupplungslos. Zur damaligen Zeit der Flachriemen, von der Kurbelwehe ausgehend mit der Riemenscheibe übertragen aufs Hinterrad, auf dieser mitgenieteten Riemenscheibe, wo man aufgrund einer Spannrolle, die da zum Sehen ist, den Riemen anspannen kann. Und wenn die Riemenspannung passt und man durch das Pedalieren ins Fahren kommt, der Motor eine Zündung kriegt und in Gang kommen kann, ist es dann soweit, dass man nach dem Pedalieren einfach die Arbeit aufgibt und somit den Motor mit den Übertragungskräften aufs Hinterrad einfach in den Fahrzustand kommt. Bringt man so ein Fahrzeug überhaupt in Gang? Wie ist das Hebelwerk? Was muss man machen? Ich habe einmal am Lenker 2 große Hebel, das sind Rohre gebogen, im Originalzustand, wobei ein Hebel auf der linken Seite der ist, dass ich das Ventil ausheben kann. Das ist da zum Ausheben vom Ventil, das heißt, damit ich die Kompression wegnehme und der Motor leichter zum Drehen kommt. Der zweite Hebel geht nur für die Bremse. Es gibt vorne ja keine Bremse, nur hinten. Und zwar ist da eine Bandbremse, wo ein Kranz mitgeschraubt ist beim Hinterrad bei der Narbe. Das sieht man da. Und wenn man das betätigt, wird dieses Band angezogen und somit hat man eine fixe Bremse auf das Hinterrad. Nun, wenn man das Fahrzeug jetzt auf den Ständer begeben möchte, ist auch ein bestimmtes Patent, was typisch ist für Puch und sehr begehrt. Und das ist natürlich super, dass das Fahrzeug auch den im Originalzustand hat. Diesen hinten mit der Ferse tritt man da drauf. Ich kann das jetzt da zeigen. Man kann den aufdrücken und da hinten ist dann Freigabe, das ist ein Zapfen und da ist da freigegeben, dass man den Ständer runterklappen kann. Das könnte man auch während dem Fahren machen. Und auch der Ständer, wie dieser Mechanismus, ist alles noch im Originallock und im Originalzustand.
eine ganz spannende Sache, die ich auch lange nicht gewusst habe. Erst vor 2 Jahren habe ich das erfahren. Und zwar jetzt kommen wir zu den Felgen. Das sind Wulstfelgen. Die sind natürlich nur im Originallack, auch mit der Originallinierung, wie man es da so schön sieht. Und da sieht man solche Schlitze drinnen. Und mir war das nie klar, für was diese Schlitze sind. Und da habe ich auch erfahren dürfen von einem Spezialisten durch Zufall. Und in Teilelager habe ich so etwas gefunden. Und zwar sind das solche Schiffchen, die sind da mitgeschraubt und die sind innen im Innenraum vom Reifen. Dann schaut dieser Stift heraus mit einer Abflachung, dass er sich nicht verdrehen kann. Und mit der Flügelmutter kann man nach der Montage vom Reifen diesen Wulstreifen mit den Wulsten an die Felge heranpressen. Und das hat mit dem zu tun, weil damals das sehr, sehr oft war, dass der Reifen von der Felge gesprungen ist, die Gummi haben nachlassen und somit ist es einfach zu irgendeinem Unfall gekommen, weil sich der Reifen verfangt hat und das einfach dann sehr schwierig war. Und da hat man eben gesagt, dass es nicht passiert, hat man diesen Reifen mit diesem Schiffchen mit verschraubt mit der Felge, dass es nicht passiert, dass der Reifen von der Felge springen kann. Nun, indem wir da jetzt bei diesem Motorrad stehen, möchte ich auch das ansprechen, indem ich der Präsident vom Motorradveteranenklub Attling-Buchheim bin und wir heuer 50 Jahre MVCA feiern. 1974 hat mein Schwiegervater diesen Club gegründet und wir haben mittlerweile diese 50 Jahre erreicht und dem werden wir eine Feierlichkeit setzen, indem es heuer noch ein Treffen und eine Filmvorführung gibt über die Geschichte 50 Jahre MVCA. Und diese Festivität wird im September dieses Jahres stattfinden. Und wenn ich da zurückgreife, unser erstes Logo, was der Club gehabt hat, war genauso ein Motorrad abgebildet in einer Schriftzeichnung aus diesem Jahr. Und das macht mich eben sehr, sehr stolz, nach so langer Zeit jetzt auch selbst im Besitz von so einem Motorrad zu sein, wo wir eigentlich damals schon unser Club-Logo mit so einem Motorrad geschmückt haben. Zur Geschichte von diesem Motorrad und Herkunft. 2019 hat ein Fritz, Museumsbesitzer vom ersten österreichischen Motorradmuseum, hat dieses Fahrzeug von der Schweiz nach Österreich geholt und hat uns wissen lassen im Club und speziell auch mir als Präsident, dass er nächstes Jahr bei der Jahreshauptversammlung dieses Objekt präsentiert würde. Wir sind alle gewaltig gespannt gewesen und sagen, ja, was wird das sein? Leider Gottes, wie es so war, ist es dazu nicht mehr gekommen, indem der Ein Fritz ein halbes Jahr später verstorben ist. Aufgrund ein Kontakt zu seiner Lebensgefährtin, die damals auch bei uns im Club war, sind wir so ins Gerede gekommen und ich habe sie besucht. Und habe in seinem Museum diese zerlegte Buch liegen gesehen, wo er bei nicht mehr dazugekommen ist, dass er sie aufbaut und herrichtet und uns zeigt. Wollte sie damals eigentlich kaufen, ist mir nicht gelungen. Es ist unmöglich, das Ding zu erstehen. Ich sollte diese restaurieren, das ist auch nicht möglich gewesen, dort oben zu restaurieren. Mitnehmen nach Hause habe ich es nicht dürfen. Und dann ist 1,5 Jahre vergangen, habe ich sie kaufen dürfen. Und ich habe sie so gekauft unter der Voraussetzung, dass ich sie so belassen muss, wie sie ist, unter den besten Voraussetzungen zusammenzubauen. Und ich habe versprechen müssen, sie nicht auf die Straße zu bekommen. Und somit ist es eigentlich passiert. Und seitdem steht sie jetzt eigentlich da in Attling-Buchheim. Ich habe gebraucht ein halbes Jahr fürs Aufbauen. Und so nach dem halben Jahr ist es dann gelungen, dass ich sie bei der Jahreshauptversammlung eigentlich beim Club präsentieren habe dürfen. Und ich bin wahnsinniger Freude, weil damals der Ein Fritz gesagt hat, dass das Beste in seiner Sammlerzeit, was er selber besitzen hat dürfen, und jetzt darf ich das besitzen. Das ist der Wahnsinn.